Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier klagt dem Wiener Konzerthauschef Matthias Naske. Auslöser für den Krach zwischen den beiden ist ein Interview von Naske. Darin kritisiert er den Auftritt des Sängers im Musikverein. Er würde Andreas Gabalier nicht im Konzerthaus auftreten lassen. Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht und dann abwägen. Wir treffen auch gesellschafts- und kulturpolitische Aussagen. So harmlos ist das nicht, so Naske. Gabalier sieht sich durch diese Aussage ins rechte Eck gedrängt und befürchtet Wettbewerbsnachteile. Erste Konzertveranstalter springen Gabalier wegen des Interviews Naskes bereits ab. Jetzt bringen Gabaliers Manager Klaus Bartelmus und dessen Wiener Anwalt Meinhard Nowak eine Wettbewerbsklage gegen den Wiener Konzerthauschef ein. Sie lautet auf Feststellung des Schadens und Widerruf wegen Herabsetzung. Wir erwarten uns eine Entschuldigung, sagt Anwalt Nowak. Gabalier habe bereits zahlreiche Mails von anderen Veranstaltern erhalten, die sich verwundert und besorgt über die Aussagen zeigen. Jetzt gehen wir den harten Weg. Wir wollen ein Exempel statuieren, so Nowak. Der Streitwert der Klage wird mit 500.000 € festgesetzt.